Mitten im rauen Nordatlantik liegt eine Inselgruppe, die so wild und unberührt ist, dass sie fast surreal wirkt. Die Färöer. Hier, wo die Natur das Sagen hat und sich die Landschaft ständig im Wandel zwischen friedlicher Idylle und mächtigen Naturgewalten befindet, wollen wir eine 12-tägige Reise unternehmen. Mit unseren Fahrrädern. Was uns erwartet, ist nichts weniger als ein Erlebnis von atemberaubender Schönheit und grenzenloser Herausforderung zugleich. Denn die Natur ist kein sanfter Gastgeber. Extreme Winde, plötzliche Wetterumschwünge, heftiger Regen, Wasserfälle, die nach oben steigen. All das fordert uns und unsere Ausrüstung bis an die Grenzen. Wir werden lernen, was es bedeutet, inmitten solcher Bedingungen ungeschützt unterwegs zu sein. Aber nicht nur das Wetter ist eine Herausforderung. Die Inseln sind geprägt von steilen Bergpässen, die uns alles abverlangen, während wir von den grünen Bergen auf die zerklüftete Küste hinabschauen. Zwischen den Anstrengungen tauchen wir immer wieder in malerische, fast magische Dörfer ein, die aussehen, als kämen sie aus einer anderen Zeit. Die stürmischen Nächte verbringen wir im Zelt unter freiem Himmel. Am Anfang unserer Reise haben wir noch mobile Unterstützung. Ein Freund mit seinem Oldtimer-LKW, der uns begleitet und Proviant transportiert. Doch schon schneller als erwartet sind wir auf uns allein gestellt. Und auch die Dokumentation unserer Reise gestaltet sich unter diesen Bedingungen so schwierig wie noch nie. Kein Kamerateam, keine Crew, kein Mietwagen. Nur wir, die Gravelbikes und unser Zelt in dieser einzigartigen Landschaft. Eine Reise, die uns nicht nur körperlich, sondern auch mental fordert. Total verrückt, was wir hier machen. Und doch ist das, was uns antreibt, die unstillbare Neugier auf dieses wilde, unwirkliche und unendlich schöne Fleckchen Erde. Willkommen auf den Färöer. Noch bevor unser Abenteuer Färöer uns in seinen Bann ziehen sollte, gilt es für uns, eine erste Belastungsprobe zu überstehen. Eine Schiffsreise von 31 Stunden über die launische Nordsee und den Nordatlantik. Beim Gedanken an die Überfahrt regen sich gemischte Gefühle in uns. Wir schwanken zwischen Vorfreude, Aufregung und Unbehagen hin und her. Die Anreise mit der Bahn von Ilmenau nach Hirtshals an der Nordküste Dänemarks dagegen ist fast schon Routine. So häufig, wie wir mit den Fahrrädern schon im Zug unterwegs gewesen sind. Nach einer Nacht auf dem Campingplatz in Hirtshals machen wir uns am nächsten Morgen in aller Frühe auf den Weg zum Fährhafen. Schon von weit her ist die Silhouette der stattlichen MS Norröna gut sichtbar. Zwischen den Schlangen wartender Fahrzeuge reihen wir uns ein, gelangen durch die Ticketkontrolle und schließlich zu einem Platz nach ganz vorne, wo wir das rege Treiben des Beladungsvorgangs beobachten können und dabei Zeuge werden, wie Autos um Autos in den Laderaum des Schiffs hineinrollen, gefolgt von einer riesigen Kolonne an Wohnwagen und Campern. Wir sind bei weitem nicht die Einzigen, die dem Hochsommer entfliehen und in den hohen Norden reisen wollen. Bei einem Blick auf die Landkarte wird deutlich, dass wir eine Strecke von über 1000 Kilometern mit dem Schiff zurücklegen werden, bis wir die Färöer erreichen. Die Inselgruppe von 18 Inseln liegt auf halbem Weg zwischen Island und der Nordspitze von Schottland. Die Färöer sind ein autonomer Bestandteil des Königreichs Dänemark mit ihrer eigenen Hauptstadt Tórshavn sowie einer eigenen Regierung und Währung. Endlich sind wir an der Reihe und dürfen den riesigen Frachtraum unseres Reisegefährts betreten oder besser befahren. Die Luft ist schwer von Treibstoff und Motorenöl und die Geräuschkulisse brummt ganz ordentlich. Für Fahrräder ist ein Bereich am Rand des Fahrzeugdecks vorgesehen. Hier können wir unsere Bikes mit Hilfe von Spannseilen sichern, damit sie die Überfahrt bei Seegang gut überstehen. Gegen 11:30 Uhr Ortszeit werden am Fähranleger von Hirtshals die Taue gelöst und die Norröna sticht mit uns in See. Die nächsten 31 Stunden werden wir auf diesem Schiff verbringen. Da gibt es jetzt kein Zurück mehr.
Als wir zum Abschied auf die dänische Küste blicken, während wir das Festland hinter uns lassen und auf die offene See zusteuern, kommt es uns wie ein kleiner Abschied vor. Dass wir uns 1,5 Tage später in einer scheinbar fremden Welt befinden würden, welche uns wiederum wenige Tage später so richtig ans Herz wachsen sollte, davon haben wir in diesem Moment noch nicht die geringste Ahnung. Nun sind wir aber neugierig auf unser Schiff. Die Norröna wurde in einer Lübecker Werft erbaut und ist seit 2003 auf der Strecke im Einsatz. Erst 2021 fand eine umfassende Modernisierung statt. Die Norröna verströmt mit ihren tiefblauen Farbtönen und der Einrichtung aus Holz, Messing und Glas eine unaufdringliche Eleganz. Neben dem Duty-Free-Shop befindet sich die Rezeption und ein kleines Kino. Zum gastronomischen Service zählen 2 Restaurants, eine Cafeteria und 2 Bars. Wir kennen uns in dem Metier zwar gar nicht aus, aber was uns hier begegnet, kommt einer Kreuzfahrt schon nahe. Und wann trinkt man schon mal eine Tasse Kaffee mit einem so wundervollen Meerblick? Wir sind hier schon längst unter Wasser. Das ist so krass. Jetzt gehen wir mal nach da. Wir suchen nach den Schlafquartieren. Ja? Hier sind welche, ja? Ganz unten im Bauch des Schiffes, noch tiefer gelegen als die Fahrzeugdecks, befinden sich die Budget-Schlafquartiere mit winzigen Kajüten A6 Kojen. Direkt anbei gibt es einen Fitnessraum zum Auspowern, ein kleines Schwimmbad und eine Minisauna. Wir genießen bei freundlichem Wetter den Blick auf die norwegische Küste und lassen uns die frische Brise um die Nasen wehen. Das sanfte Schaukeln bemerken wir draußen auf dem Sonnendeck kaum. Über Nacht bleibt es jedoch leider nicht bei so einer ruhigen See. In den frühen Morgenstunden nimmt die Norröna Kurs auf die Shetlandinseln, der Wellengang nimmt deutlich zu und lässt uns in unseren Kojen auf- und niederschaukeln. Draußen fegt der Wind schon jetzt heftig über das Deck, sodass wir nur mutmaßen können, wie sich wohl ein richtig ausgewachsener Sturm auf See anfühlen mochte. Wir haben es jetzt 10 Minuten nach um 12. Ich habe gerade noch eine schöne Dusche genommen hier in unserer Kabine. Silvur Brana Fiskur. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Habe noch ein bisschen Wäsche gewaschen sogar. Richtig gute Dusche. Also wirklich toll, wenn man sich so eine Kabine gönnt hier. Alles tipptopp sauber. Nehme ich euch mal mit nach oben. Wir sind hier auf Gleis 6. Ach, jetzt sage ich schon Gleis. Oh, bescheuert. Wir sind auf Deck 6. Und es gibt insgesamt 10 Decks. Die 10 ist das höchste. Und wir gehen jetzt hoch auf Deck 9. Da ist nämlich das Freideck, das Open Deck. Das war hier so über das Treppenhaus. In 5 Stunden legen wir an. Jetzt haben wir also noch Zeit, uns ein bisschen die Sonne um die Nase wedeln zu lassen, den Wind. Ich glaube, es ist richtig schönes Wetter draußen. Gucken wir mal. Wir bereiten uns langsam auf unsere Ankunft vor. Gegen 17:30 Uhr Ortszeit werden wir den Hafen von Tórshavn erreichen, der Hauptstadt der Färöer. Die Sonne, die uns heute viele Stunden lang begleitet hat, versteckt sich nun hinter dicken und immer dichteren Wolken. Kalt und ungemütlich begrüßt uns Tórshavn an diesem Nachmittag. Und auf einmal kommt mir der plötzliche Gedanke, dass es ein Fehler gewesen war, die warmen Handschuhe zu Hause zu lassen. Oh, das ist ganz schön ungemütlich. Und wir sind ganz schön bescheuert, dass wir diese Reise machen. Ich dachte irgendwie, es ist vielleicht im August noch ein bisschen wärmer hier. Aber ja, mein Plan ist jetzt, den nächstmöglichen Shop, wo es irgendwie warme Wollpullis gibt und Wollhandschuhe einfach zu plündern. Und dann statten wir uns aus in
Schafswolle von den Färöern und dann sollten wir das hier überstehen. Hoffe ich. Mal sehen. Sie sind noch da. Alles noch da, alles unbeschadet, hat auch den Wellengang überstanden. Das ist gut. Hier haben wir noch Verpflegung. Das ist auch gut. Und dann kann es gleich rausgehen. Wir sind gespannt. Wir sind auf den Färöern angekommen, doch unser heutiges Ziel haben wir noch nicht ganz erreicht. Bis zu unserem Campingplatz in Vestmanna am anderen Ende der Insel Streymoy haben wir noch eine Strecke von etwa 40 Kilometern vor uns. Endlich wieder aufs Rad. Wir bekommen es gleich mit einem ordentlichen Aufstieg zu tun und die tief hängenden grauen Regenwolken ziehen ein wenig bedrohlich über uns her. Schon bald erblicken wir die charakteristischen grasbewachsenen Dächer. Wir sind noch nicht ganz aus der Stadt hinausgefahren, als uns zum ersten Mal Schafe auf der Straße begegnen. Wir haben jetzt schon die ersten 200 Höhenmeter geschafft. Tórshavn liegt hinter uns und wir sind auf der Straße 50, die uns jetzt eigentlich bis nach Vestmanna bringen wird. Ja, geht gleich ganz gut los. Das Wetter ist genauso, wie wir es erwartet hatten. Und das Gute ist, bis jetzt kaum Verkehr. Na, mal sehen, wie wir es heute schaffen. Wir werden unterwegs noch unseren Kumpel treffen zur Absicherung und dann treten wir erstmal die Pedale. Wir mussten jetzt gerade nochmal Luft aufpumpen. War ein bisschen wenig mehr drauf und das merkt man schon beim Bergauffahren hier. Ja, mir geht gerade ganz schön die Pumpe. Irgendwie so 2 Tage gefühlt nichts tun auf dem Schiff, machen sich bemerkbar. Und dann geht es gleich hier total hoch auf den ersten Metern. Bisschen anstrengend gerade. Aber es wird wahrscheinlich jetzt gleich besser, wenn ich mich ein bisschen eingefahren habe. Die Landschaft erinnert mich gerade so ein bisschen an Schottland hier. Ja, kann man so sagen. Das ist schon ähnlich.
Ja, was wir können nichts machen. Es gibt jetzt erstmal einen heißen Tee in der Tankstelle. Nach wie viel Kilometern? 25? Nach 22 Kilometern und schon fast 600 Höhenmeter, wobei ich das nicht ganz glaube, dass das stimmt. Sind wir jetzt erstmal zur ersten Tankstelle. Unser Kumpel wartete hier schon. Dann sind wir jetzt rein, völlig durchgenässt und ich bin die ersten Meter gelaufen und bin direkt fast zur Seite gefallen, weil ich auf einmal übelste Gleichgewichtsprobleme hatte. Anne musste jetzt erstmal mich hier verpflegen. Beine hoch. Ich glaube, bei mir ist noch das schwankende Fähre drin und wir haben heute auch noch nicht so toll gegessen und jetzt gerade mit diesem Wetter hier alles in der Kombi, das war nicht so die gute Idee. Eventuell jetzt trinkt man erstmal was Heißes. Und dann werden wir wahrscheinlich die Mitfahrgelegenheit nutzen, weil das Wetter wird jetzt nicht besser die nächsten Stunden. Aber auch wenn wir das Schlimmste jetzt schon überstanden haben, das muss man sagen, das Schlimmste haben wir überstanden. Ja, gefühlte 6 Liter Regen und Drifts, die wir jetzt die ganze Zeit hatten, aber richtig schöne Aussichten dafür. Wahnsinnsaussicht. Oh, aber total verrückt, was wir hier machen. Das haben wir uns nur ausersucht im August. Schöne Sommerferien. Wir entscheiden, dass wir uns die restliche Strecke mit dem Rad für heute ersparen wollen, weswegen wir die Gravelbikes auf dem Fahrradgepäckträger unseres Freundes laden und ins Innere des Oldtimers flüchten. Auf der Fahrt nach Vestmanna können wir nun das erste Mal so richtig den Blick aufs Meer genießen. Tatsächlich lässt der Regen sogar etwas nach, aber auch mit dem Blick auf die Uhr war es wohl heute Abend vernünftiger, die Mitfahrgelegenheit zu nutzen. Unsere Ankunft am Campingplatz sollte chaotisch verlaufen. Extreme Winde machen es uns fast unmöglich, unser Zelt aufzustellen. Ein anderes Zelt liegt schon zerfetzt im Zaun. In der ganzen Aufregung kommen wir in den nächsten Stunden nicht dazu, die Kamera einzuschalten und denken erst daran, nachdem wir gut gesättigt und aufgewärmt im Zelt sitzen. Ja, erster Tag geschafft auf den Färöerinseln. Und der hat ziemlich viele Eindrücke hinterlassen. Wir liegen jetzt im Zelt und draußen stürmt und regnet es schon die ganze Zeit. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass wir es jetzt in dieses Zelt geschafft haben. Und da sind wir auch mega glücklich. Jetzt haben wir es warm und trocken. Aber vorhin sah das noch anders aus. Unsere erste Tour, die wir uns hier überlegt hatten, von 40 Kilometern, ja mal schnell, nachdem die Fähre 17 Uhr anlegt, noch zum Campingplatz fahren mit 500 Höhenmetern oder ja, so. Noch mehr, ja. 600. Ja, das ist echt ins Wasser gefallen und die Färöer haben uns mit feinsten Regen und Sturm einfach begrüßt. Das war teilweise wirklich heftig auf der Strecke da. Ja, also gleich mal gezeigt, was hier eben Phase ist und auf was wir uns einstellen können in den nächsten Tagen eventuell auch. Wobei wir jetzt hier auf dem Campingplatz auch mit ein paar Leuten gesprochen hatten, die meinten, ja, ganz so schlimm wie heute ist es nicht jeden Tag. Hoffen wir einfach mal, dass das der Wahrheit entspricht und wir in diesen 12 Tage sind es ja, glaube ich, in diesen 12 Tagen auch den einen oder anderen, naja, zumindest regenfreien Tag haben. Und ja, es muss auch nicht so extrem starker Wind sein. Das macht nicht viel Spaß, da die Straßen runter zu rollern und dann immer tierisch abbremsen zu müssen, damit man nicht vom Rad gefegt wird. Also es war auf jeden Fall schon sehr abenteuerlich.
Und das, was ihr auch gerade hinter uns hier hört, das ist nicht etwa der Wind, sondern der Wasserfall, der auch irgendwie in den letzten Stunden ganz schön zugenommen hat. Und eigentlich hat der Regen auch schon aufgehört. Es ist jetzt noch der Wind und der Wind trägt aber Teile vom Wasserfall einfach hier bis auf diesen Campingplatz. So sieht das zumindest aus. Also sehr interessante Wetterereignisse hier schon am ersten Tag. Und das Krasseste war eigentlich auch noch mit, als wir hier ankamen auf dem Campingplatz, lag irgendwo in der Ecke der Zeltwiese die Überreste eines Zeltes. Und ja, es stellte sich heraus, es gehört einem anderen Reisenden, der hier als Backpacker-mäßig unterwegs ist. Und ja, ihm wurde das Zelt einfach komplett weggeblasen. Er hatte es festgemacht mit Hering. Ganz normal in seinen Rucksack auch reingelegt, aber ja, das hat absolut gar nicht gehalten und deswegen waren wir dann halt auch ein kleines bisschen besorgt, dass es bei uns auch so wird, aber bisher mit Steinen haben wir es noch ein bisschen beschwert. Wir haben zum Glück noch die ganzen hier, wie heißen die, Schraubenzieher von unserem Kumpel, weil ohne Herr Heringe würde das heute einfach gar nicht gehen hier. Nee, das wäre jetzt nicht möglich gewesen ohne Herr Heringe. Also gut, dass wir die nicht mit haben. Ja, es ist super, dass wir die nicht mit haben, aber so ist das halt. Niemand ist perfekt. Wir hoffen einfach, dass wir die nächsten Tage ordentlich Rad fahren können. Ja. Nicht solche Aktionen wie an der Tankstelle nochmal erleiden müssen. Ja. Dass unser Kreislauf wieder richtig mitmacht, dass er jetzt wieder in Schwung kommt. Also vor allem meiner, Anna hat ja nicht so das Problem. Und ja, dann mal schauen, wie wir jetzt endgültig dann ins Abenteuer Färöer dann starten. Und das werdet ihr dann ab dem nächsten Video sehen. Und wir freuen uns, dass ihr jetzt schon bei dieser kleinen Introduction sozusagen dabei wart. Und ja, wir sehen uns dann zum nächsten Video, wenn es dann weiter in den Norden geht. Es bleibt weiter spannend und wir werden durch tolle Landschaften fahren. Atemberaubende Strecken, denke ich mal. Raues Wetter und alles, also alles, was dazugehört für eine ordentliche Abenteuerradreise. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Und das erwartet euch im nächsten Video. Wir radeln von Vestmanna zu einem Unterwassertunnel. Doch schon diese kurze Strecke sollte uns wieder die volle Breitseite an Naturgewalten geben. Langsam machen sich Zweifel breit. Auf der Insel Vagar sichten wir einige der charakteristischen Felsformationen und nach einer beeindruckenden Radtour zu einem einsamen Ort, der erst seit 2006 per Straße zu erreichen ist, erblicken wir den weltbekannten Wasserfall Mula Fosso. Eins ist sicher: Unser Inselabenteuer auf den Färöern geht gerade erst richtig los.